Here we go. Yay! And it's Good always morning. so exciting when you connect. Yeah, cool. Good morning, Danielle. Good morning. Good afternoon where I am. Good afternoon, more likely. Yeah. So, what are we talking about today? So, worüber sprechen wir heute? So we come up with the topic of relaxation, torture, power, or something else. Because we were talking about that today. So, heute sprechen wir sind auf das Thema gekommen, Relaxation, also Entspannung. Ist es eine Folter? Ist es eine Power, eine Kraft oder noch was anderes? Yeah. And the reason why we thought of torture is because the thought of relaxation for some people is literally like torture. So, und wieso kommen wir auf Folter, wenn wir über Entspannung sprechen? Für manche Leute ist es Folter, die können nicht entspannen, ne? So, das ist tatsächlich wie gefoltert und du denen sagst, mach nix, ja? So if you're the type of person that's in your head all the time and you're already doing your to-do list for tomorrow, then it's possible that relaxation is torturous for you. So, wenn du jetzt jemand bist, der immer in seinem Kopf ist und am Abend sich schon überlegt, was die To-Do-Liste für morgen ist, dann kann das sein, dass du zu der Kategorie gehörst, für die Entspannung eine Folter ist, ja? So are you that kind of person? Bist du so eine Person? Or are you someone that finds it easy to relax and it's more of a power for you, like a superpower, it recharges you? Oder bist du jemand, für den es total leicht ist, sich zu entspannen und wenn du dich entspannst, dass du dass du deine Batterie neu auflädst und für dich könnte das eine Superpower sein. Or you could be one of these people that the only time that you relax is on holidays. Oder bist du eine von den Personen, dass die einzige Zeit, wo du dich entspannst, die Ferien sind, der Urlaub. Yeah, that's the only time that you're giving yourself permission or you've been given by someone else's permission to actually relax because it's a holiday. Sondern das ist die einzige Zeit, wo du dir erlaubst oder auch von anderen die Erlaubnis bekommst, dass du dich entspannen darfst, so jetzt ist Urlaub. Or is it something completely different that you have not yet discovered? Oder ist es vielleicht sogar etwas ganz anderes, das du noch nicht entdeckt hast, ja? And I wonder if, were you going to say something? You mentioned that vacation, and I can remember like my first time in Peru, I was such in a space of being or relaxed, and I knew this is way more my life than what I'm doing every day. And people like, yeah, of course, this is a vacation time. Of course, you're relaxed there and have such joy. And like, no, I accessed there something that I knew I would like to have more of that. And later I found access. So für mich, also als Daniela es gerade gesagt hat, ja, manche Leute erlauben sich nur im Urlaub zu entspannen. Und ich hatte das in Peru vor Jahren. Da wusste ich, wow, da habe ich einen Zugang zu meinem Sein gekriegt, den ich vorher, das hatte ich vorher nie gekannt und wusste, boah, das sollte viel mehr mein Leben sein, nicht was ich jeden Tag mache. Ja? So, und da habe ich angefangen zu fragen, mehr von dieser Energie beim Leben zu haben. So that was the moment I was starting to asking more to have more of this energy in my life. Yeah. So thank you for mentioning it. Yeah, because even like if you're working throughout your day, you can have total relaxation with the activities that you're doing. So sogar jeden Tag, wenn du arbeitest, kannst du total Entspannung haben mit all dem, was du tust. Or are you like one of those people that knows you have a deadline, so your adrenaline starts running and you get all like, oh, got to get this done, which actually in fact slows down the process. Oder bist du jemand, der alles bis zum letzten Drücker abwartet und dann den Adrenalin hochschießt und du dann die Dinge erledigst, aber das ist oft auch eine Energie, die alles langsam macht. So you can have an awareness of a deadline, but you can still have total relaxation in that, knowing you're going to get it done. So du kannst im Gewahrsein von der Deadline, sorry, I have to do small sentences, my brain. So, oder du kannst ein Gewahrsein von einer Deadline haben, aber so dich nicht, see, I lost the sentence. Right. No, I was just saying that, you can be aware of a deadline, but you can have total relaxation with knowing there's a deadline. So, du kannst eine Deadline haben, aber eine totale Entspannung mit dem Wissen, da ist eine Deadline.
And now I'm frozen. But you know that if you in total relaxation, it actually will speed up the process. You'll get to that deadline a lot quicker than if you are stressed and anxious. So, und wenn du dich entspannst und vertraust, dann wirst du das Ziel mit der Deadline viel schneller erreichen, als wenn du in den Stress, in diese Panik fast gehst, ja? Totally. How many of us panic over our to-do list, what we have to do? Ja, und wie viele Leute wirklich kriegen Panik mit unserer To-Do-Liste, ja? When I was younger, I used to teach dancing. Als ich jünger war, habe ich Tanzen studiert oder unterrichtet. Dancing? I used to You teach. were the one, you was a teacher. Like, sie hat's unterrichtet. I was a teacher. I'm sorry, it's like, relax. So funny. Yeah, and I used to teach, I'd start teaching at around 4 o'clock in the afternoon. Ich habe es nachmittags um 4 unterrichtet. But before I'd leave, I would sit and stare at a wall. Aber bevor ich losging, bin ich da gesessen und habe auf eine Wand gestarrt. And oftentimes I would be choreographing a routine, like in my head. Und ich habe oft so eine Routine in meinem Kopf schon choreografiert. But I wouldn't actually be moving my body. Aber ich habe meinen Körper nicht bewegt dazu. Because my body would be moving that night for probably 4 to 5 hours. Weil an dem Abend wird mein Körper sich wahrscheinlich so 4 bis 5 Stunden sowieso bewegen. So I was allowing my body to have that rest time. Und somit habe ich meinem Körper einfach erlaubt, diese Ruhezeit zu haben da. And my sister used to come in and say, "What are you doing? Just doing nothing." Und meine Schwester ist dann immer reingekommen in den Raum und hat gesagt, was machst du da? Du machst gar nichts. Sitzt nur rum. Ja? I'm like preparing. Ich bereite mich vor. It's my preparation time. Das ist meine Vorbereitungszeit. And she just didn't get it. And then I thought I was wrong and that I was lazy. Und dann habe ich gedacht, oh, ich bin falsch und dass ich faul bin, weil ich irgendwo rumsitze, ja. But as soon as I would get up, I would actually be able to play out that routine that I'd choreographed. Und sobald ich aufgestanden bin, war ich wirklich auch fähig, diese Choreografie auszuarbeiten, ne, die ich umzusetzen, die ich ausgearbeitet hatte in meinem Kopf vorher. And that was my relaxation with my work and what I had to prepare for. Und das war meine Entspannung für meine Arbeit und sorry, that was my preparation. I'm sorry. Preparation. Yeah, like that was her way. See, now I'm translating English to English. Das war ihre Art, wie sie sich vorbereitet hat auf ihren Kurs, ja? Und ihre Entspannung. That's how I prepared. Yeah. Yeah. So we all have our own unique way of relaxing, and yeah. Wir alle haben unsere eigene Art, uns zu entspannen. I love that you say that, because sometimes we just look, oh, this person talks about relaxation, let's do it their way. That must work for me too, which is a presumptive reality and not a question. So oftmals, also ich mag, was die Daniela da sagt, weil oftmals, hörst du, Entspannung ist gut, lass mich gucken, wie der das macht und dann mache ich das auch so und dann gehst du aber in diese mutmaßliche Realität. Was, wenn das für dich überhaupt nicht funktioniert? So what if that's not working at all for you, what someone else does? Mm-hmm. And it's like how many of us were teenagers, for example, and we were relaxing on our couches or chilling out in our bedrooms. So wie viele von uns waren als Teenager wirklich zu dem Bett gelegen und einfach uns gemütlich gemacht oder auf der Couch gelegen. And our parents were like, come on, chop, chop, stop being so lazy. Jetzt komm, steh auf, sei doch nicht so faul, häng da nicht so faul rum. So whenever you've relaxed in that way, you immediately go back to the past where you were told you were lazy. Wow. So und jedes Mal, wenn du dich dann auf diese Art und Weise entspannst, erinnerst du dich, wie du als Kind oder als Jugendlicher beschimpft wurdest, dass du faul bist. Oh my God, I heard it so often. Right? Ich habe das so oft gehört. And what if that is not true? Und was ist, wenn das nicht wahr ist? Yeah.
Because as parents, and I know I'm a parent, I have 2 children. Weil als Elternteil, ich kenne mich da aus, weil ich habe 2 Kinder. And there's a lot to juggle. So in effect, when you see your kids lazing around, you think like, as a parent, you go, well, they're lazy. Ja, und als Elternteil, wenn du oft alle möglichen Sachen jonglierst und dann siehst du deine Kinder, wie sie dann rumliegen und denkst, ja, natürlich, die sind faul, ja. Yeah, so what if kids actually know what is relaxation for them and it's been projected that at them that it's something else? So, und was, wenn Kinder, wenn sie rumliegen, einfach nicht faul sind, sondern was, wenn sie wissen, was Entspannung für sie ist und die anderen es einfach nur auf sie projizieren, dass sie faul sind. Yeah. So what if in this moment you can start to look at what is relaxation for you? Was, wenn du in diesem Moment wirklich schauen kannst, was ist Entspannung für mich? Shall we do a little exercise? Wir machen eine kleine Übung. Yeah. Cool. So I understand that some of us can't be going on holidays all the time. So, ich verstehe das, dass nicht alle von uns immer die ganze Zeit im Urlaub sein können. And I get that also some of us are working in office buildings where we don't have beautiful views. Und manche von uns sind vielleicht auch in Büroräumen, wo es nicht immer eine schöne Aussicht gibt. Or we may be in our home environment working from home. We're seeing the same 4 walls all the time. Oder du arbeitest von zu Hause aus und dann siehst du dieselben 4 Wände die ganze Zeit. However, what if you can have relaxation anywhere? So, wie auch immer, was, wenn du Entspannung überall haben kannst? So what I want you to do is, if you're sitting in a chair, So, was ich möchte, dass du jetzt machst, ist, wenn du im Stuhl sitzt, find your 3 points of contact. finde deine 3 Kontaktpunkte. So your feet on the floor Deine Füße am Boden, and your bottom in the chair dein Hintern am Stuhl and your back against that chair too. und deinen Rücken lehnst du gegen die Stuhllehne. And if you're lying down, find those 3 points of contact lying down. That would be your head on a pillow, your back on the bed, So, and your hands. Und wenn du liegst, dann finde auch diese 3 Punkte, ne? Dein Kopf auf der Matratze, dein Rücken und die Hände. And perhaps your hands like on your body or by your sides. Und deine Hände sind vielleicht auf deinem Körper oder an deiner Seite und dann diese 3 Punkte da. And just take a moment to notice how present you are in your body in this moment. Und nimm dir einfach einen Moment und nimm wahr, wie präsent du in deinem Körper bist in diesem Moment. And then just gaze around the room Und dann until deinen Blick durch den Raum schweifen, you lay your eyes on something that is aesthetically pleasing. sondern lass deinen Blick durch den Raum schweifen, bis du etwas findest, das für dich wirklich besonders pleasing, befriedigend, also wirklich schön für dich ist, ja? Oder nährend. Yeah, something that's yummy for your eyes. Etwas, das yummy für deine Augen ist. I'm going to look at you, Simon. It's easy for me. Look, I'm looking here. Oh, stunning. See, look at all that. And then there's, That is I beautiful. have it easy. Wow. That's beautiful. So you may not have that view, and that's totally okay. There might be something in your house, like your animal could be aesthetically pleasing for you. Ja, also es kann jetzt sein, dass du nicht so schöne Aussicht hast, weil du in einem Haus bist, aber es kann sein, dass du, was ist da für dich? Vielleicht ist es ein Haustier, das dir diese Energie gibt. You might have houseplants, for example. Oder vielleicht hast du Hauspflanzen zum Beispiel. Or a painting or a picture. Ein Bild oder ein Gemälde. Okay, so just take that moment to gaze your eyes and just soften your gaze on the particular thing that you have chosen. So, lass dir deinen Blick herumschweifen und lass deinen Blick dann da verweilen bei dem, was du ausgewählt hast, was in diesem Moment nährend für dich ist. And gently pull energy from that object
inanimate or animate object. So, und dann zieh Energie von diesem lebenden oder nicht lebenden Objekt. Ganz And allow that, yes, und erlaub dem Objekt, allow that object to contribute to all the molecules of your body. und erlaub diesem Objekt beizutragen zu jedem einzelnen Molekül in deinem Körper. And keep pulling from that object and allow it to fill up all the beautiful molecules in your body. Zieh Energie von dem Objekt und erlaub, dass das durch den ganzen Körper fließt, in jedem einzelnen zu jedem einzelnen Molekül in deinem Körper. And then send a gentle flow back to that particular object. Und So dann that you're now schick einen sanften Fluss zurück zu dem Objekt, von dir zum Objekt. so that you're gently pulling and flowing back to that particular object Dass du sanft Energie ziehst und Energie fließen lässt zu diesem Objekt, mit dem du gerade spielst. So there's literally a gifting and receiving of energy between the two of you. Und da ist tatsächlich ein Schenken und Empfangen Energie zwischen dir und diesem Objekt. And just keep doing that gentle flow. Und mach weiter diesen sanften Zufluss. Ziehen. And then you may come back to me. Dann Now. kurz hier zurück jetzt. And what do you notice in your body now? So, und was bemerkst du in deinem Körper jetzt? Do you perceive or feel more relaxed in your body than before you actually did that exercise? So, fühlst du dich mehr entspannt in deinem Körper als vorher, bevor der Übung? Do you feel more space? Nimmst du mehr Raum wahr? Fühlst du mehr Raum? And the thing is, this is why often people like to surround themselves with nature. Und das ist, warum Leute sich gerne mit Natur umgeben. Because there is that space of no judgment and gifting, receiving that we have with nature. Weil da ist dieser Raum von Schenken und Empfangen und da ist keine Bewertung, wenn du in der Natur bist. This is so true. Yeah. So true, which creates total relaxation, right? Was totale Entspannung kreiert. I so can conquer that because like being here like half an hour away from Marseille, it's just like you can sense like you just there's just such a different space here to be. Ja. Und das ist so wahr jetzt hier nach dem JCF, wir sind eine halbe Stunde entfernt in einem Airbnb und es ist wahrnehmbar, wie du runterfährst und wirklich so mehr ins Sein eintauchen kannst. Like, yeah. I thought therefore let's do it outside because it's so beautiful here. Deswegen dachte ich, lass uns Facebook-Like von draußen machen, weil es ist einfach so schön hier. So that's what I mean, Simone, like you're there and I'm here in cold Melbourne, drizzly Melbourne, and I'm still receiving from where you are. Und das ist, was ich meine, Simone, weil du bist in diesem wunderschönen Ort und ich bin hier in Melbourne, wo das Wetter so regnerisch ist und ich empfange mit dir diesen schönen Ort dort, ja? Yeah, so the fact that your molecules are singing, I can receive that energy too and have it in my world. So, und dass deine Moleküle tanzen und singen, habe ich das für mich auch in meiner Welt. We are not separate, right? You're not separate from anything. So, du bist nicht getrennt von irgendwas. Internet, play with us. So even if I can't be where you are, I know I'm having a bit of a hissy fit. So even if I can't be where you are, or I can't be in other places in the world where I would like to be right now, I can still receive from the things around me, and I can still receive from the things that are really far away, like where you are. So, und sogar wenn ich jetzt nicht da bin, wo du bist oder an anderen schönen Orten, kann ich immer noch empfangen von da, wo du bist. So, wir sind nicht getrennt voneinander. And what if that is a lot of what relaxation is too? Und was, wenn das viel davon ist, von dem ist, was tatsächlich Entspannung ist? Wow, I love that. How much is the stress because you separate, because you think it's just here and now, instead of like, fuck, as an infinite being, you're everywhere. How much are you working to pretend you're not everywhere? And that's the stress, instead of like, wait,
Wow, ich habe gerade einen Klick für mich, so dass wie oft bist du gestresst, weil du dich trennst von anderen, weil du denkst, das Hier und Jetzt ist das Wichtige, aber du bist ein unendliches Wesen, du bist überall, du bist sowieso überall, du kannst überall sein, du kannst von überall empfangen. So was, wenn das der Ort ist, wo du, ne, wenn du ja, anerkennst, was wahr ist, dass du raus aus dem Stress kommst. So what if that's the place where you come to relaxation if you acknowledge what's true for you? Yeah. Wow. And yeah. So how expansive is that? So wie expandierend ist das, ja? Mm. And one of the other ways that I have total relaxation is through the access body processes. Und eine der anderen Arten, wo ich total Entspannung habe, ist durch die Access-Körperprozesse. And what I love about those is that if you don't have another body, you can actually run them on yourself. Und was ich daran auch liebe, ist, wenn du nicht einen anderen Körper hast, mit dem du sie laufen lassen kannst, kannst du sie an dir selber laufen lassen. Right. And you could be in your office or doing work and you can still run energy on you. So, und auch wenn du in einem Büro bist, kannst du immer noch diese Energien an dir selber laufen lassen. So I invite you to play with that exercise. I invite you to expand out and receive all the energies on the planet. So, ich möchte dich einladen. I forgot the first part. So I invite you to play with the exercise that we did where you gaze around the room and land your eyes on something aesthetically pleasing. So, ich lade dich ein, ne, deinen Blick durch den Raum schweifen zu lassen, bis du was findest, was ästhetisch dich wirklich befriedigt. And expand out and receive all the energies on the planet. Und dann dehn dich aus und empfang all diese Energien rund um den Planeten. And also I invite you to come play with us in Germany, in Cologne, in September. Und ich lade dich auch ein, mit uns im September zu spielen in Köln für einen Körperkurs. Yep, 22 to 24, to receive the beautiful body processes from the 3-day body class manual. So, das ist vom 22. bis 24. September und da kannst du eben auch die Körperprozesse aus dem 3-tägigen Körperkurs empfangen. Where you can begin to have a communion with your body. Wo du beginnen kannst, mit deinem Körper eine Verbundenheit zu haben, eine Communion, eine Verbindung. That will invite you to have a greater relaxation. Das dir erlauben wird, eine größere Entspannung zu haben. I'm excited. You know what, and I love, like Gary says it in the bars video, like, in order to receive more, your body needs to be touched. Und der Gary sagt das im Bars Video, like, damit du lernst, wirklich zu empfangen, möchte dein Körper berührt werden. Our body is such a vital part and catalyst of everything that most people totally dismiss, ja. So, unser Körper ist so ein Geschenk und ein Katalysator für Veränderung, alles Mögliche. Und die meisten Leute ignorieren den einfach. So. Yeah, again, that's that separation, right? Und das sind wir wieder beim Getrenntsein, ja. And your body has this ability to pick up on information all around you. Und dein Körper hat diese Fähigkeit, Informationen aufzusammeln von überall um dich rum. So if you would be willing to contribute to it more and listen to it more. So, wenn du bereit wärst, deinem Körper mehr beizutragen und vor allem mehr zuzuhören, you would have more ease, greater awareness and way more joy. Dann würdest du mehr Leichtigkeit haben, mehr Gewahrsein und sehr viel mehr Freude. I'm freezing. Internet, come back. Here we are again. So I know. And you know what, like, as I was like becoming a bars facilitator and I did my first body Popping in and out. It's me, I guess, yeah. And I was like, wow, why isn't the 3-day body class not a prereq to become a bars facilitator? Because like, if you don't have access to your body, how can you facilitate? Like, if that's separate from you. Und vom Anfang an habe ich mich gefragt, warum ist eigentlich der 3-tägige Körperkurs keine Voraussetzung, um Bars Facilitator zu sein? Weil wie kannst du facilitieren, wenn du deinen Körper überhaupt gar nicht inkludierst, wenn der wie sonst wo lebt, ja? So, yeah. I guess people will choose what they choose and like the ones choosing it early will have more ease. Und ich glaube, ne, Leute wählen einfach, was sie wählen. Und wenn du einen 3-tägigen Körperkurs
eher wählst, ne, so wie viel leichter kannst du es dir machen, ja. So. And what I've personally loved about it is contributing these energies not only to my clients, but my kids. So, was ich persönlich wirklich liebe, ist, diese Energien nicht nur zu meinen Kunden beizutragen, sondern tatsächlich zu meinen Kindern. I repeat, I guess I was gone. Was ich persönlich liebe, dass ich diese Energien von den Körperprozessen nicht nur meinen Kunden schenken und beitragen kann, sondern tatsächlich auch meinen Kindern. So, your kids love the body processes, deine Kinder mögen die Prozesse. Totally. Like my daughter had a sore throat the last days. So, meine Tochter hat in den letzten Tagen einfach einen wunden Hals gehabt oder Halsschmerzen. And she's a bit teenagery at the moment. So if I ask her, hey, do you want your bars run? She'll usually like, not yet, not at the moment. I'm busy at the minute. Ja, so sie ist gerade so in einem Teenager-Ding und sagt, nein. Na, und wenn sie dann Daniel fragt, ja, möchtest du in den Bars laufen? Dann sagt sie, nein, nicht im Moment, habe keine Zeit. So when I didn't ask her if she wanted her bars run, she didn't ask me either because she was waiting for me to ask her. So, und sie hat mich auch nicht gefragt, ihre Bars laufen zu lassen, weil sie hat darauf gewartet, dass ich sie frage. So I ran her bars and we talked about what was going on in her body. Ah, ist andersrum. So, und als ich dann die Bars habe laufen lassen, andersrum. Danielle hat gewartet, bis ihre Tochter sie fragt für Bars und dass sie sie empfängt. So, und als ich dann die Bars habe laufen lassen, habe ich gefragt, okay, what was the question you asked her? Yeah, so like, what is this? Like, what is actually going on with your throat? So, und ich habe sie dann gefragt, hey, was ist das tatsächlich was geht da ab in deinem Hals? Was ist das? Yeah, like, is it tonsillitis? Is it bacterial? Is it viral? Ist es bakteriell? Ist es viral? Und noch was ich nicht übersetzen kann. Are you healing someone else? Heilst du jemand anderen? And the next day after we ran the bar session, she woke up and she didn't have pain in her throat anymore. It was gone completely. So. Und am nächsten Tag, als sie aufgewacht ist, hatte sie keine Schmerzen mehr. Es war komplett alles weg und gegangen. And that to me is just like gold and magic and all the things. Und das ist für mich persönlich wirklich Gold und Magie, Gold wert und Magie und all diese Dinge, dass das so schnell geht, ja. And I could share so many other stories, but I understand like we've only got a short space of time about where I've contributed to my kids. Ja, und ich könnte hier super viele Geschichten erzählen, wie ich mit meinen Kindern beigetragen habe mit den Prozessen, aber wir haben nur kurze Zeit hier. So hopefully I can share these stories with you soon, sometime. So, ich hoffe, dass ich diese Geschichten bald mit euch teilen kann. Irgendwann. Yeah. Awesome. Yeah, that I call them my energetic medicine cabinet. Ich nenne das mein energetisches Medizinkabinett. Yeah, right? People have all their medicine things and I have an energetic medicine cabinet. So die Leute haben ihren Medizinschrank und ich habe den energetischen, magischen Medizinkoffer mit mir. I love that. Awesome. And it's such a gift, honestly. Like if you have kids, highly recommend you learn these body processes for your family because it's just incredible what you can shift. So wenn du Kinder hast, dann kann ich dir das nur sehr, sehr, sehr empfehlen, diese Körperprozesse zu lernen, weil das ist so ein Geschenk für die Kinder, ja? Und für die ganze Familie. And equally if you work with bodies, like you're a masseuse or physio, like I've got a client who's a physio and he uses these body processes with his clients and he's getting so much change and shifts with his clients. Ja, und auch wenn du jetzt das beruflich vielleicht mit Körpern arbeitest, wenn du Masseur bist oder Physiotherapist, so sie hat ein Physiotherapist als ihre Kunden oder die Prozesse gelernt haben und die kriegen so viel Veränderung mit ihren Kunden dann wieder, ja. Yeah. So I just love that you can incorporate this in any way that, is unique to you. Und ich liebe, dass du das wirklich überall anwenden kannst, wie das einzigartig für dich passt, ja. Yes. Awesome. Wow. Yeah, and the question, like, is there a tool you would like to give people, like, to relax more? Gibt es da noch ein Tool, das du Leuten mit dir geben kannst, um mehr zu entspannen?
So there would be one question I could ask, you could use, Das is eine Frage, die ich stelle, die du verwenden könntest, ist, what energy, space, consciousness, choice, magic, miracles, mysteries can you and your body be so welche Energie, Raum, Bewusstsein, Wahl, Magie, Wunder, Mysterien, Möglichkeiten, Kraft und Potenz kannst du und dein Körper sein, to have total relaxation um völlige Entspannung zu haben, with ease mit Leichtigkeit, for all eternity. für alle Ewigkeit. And everything that doesn't allow that, will you destroy and uncreate it all? Und alles, was das nicht erlaubt, wirst du das alles zerstören und kreieren. Yes. So that would be one question. Yes. And I won't do the clearing statement because we're kind of on a Facebook. Ich würde das Clearing Statement verwenden. Most of you know what it is. But also, like, if you're feeling a bit uptight, like do some 1, 2, 3s into the earth. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, und wenn du dich angespannt fühlst, kannst du auch diese Energie nehmen und sie einfach der Erde beitragen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Change the energy of the situation, right? Verändere die Energie der Situation. And if you're finding yourself sitting at a computer and feeling stuck, you can't create. So, wenn du dich wiederfindest, vorm Computer sitzen und irgendwie feststeckst und du nicht kreieren kannst, one of the things that I've found the most helpful is actually going for a walk in nature. was ich persönlich am hilfreichsten finde, ist einfach für einen Spaziergang in die Natur zu gehen, ja. And if you can't go for a long walk, take off your shoes and stand on the grass. Stand on the ground. Und wenn du nicht für einen langen Spaziergang losgehen kannst, dann zieh deine Schuhe aus und stell deine Füße ins Gras oder auf den Boden, ja. Yeah. So allow the earth to contribute to you. Again, we're not separate. So, und erlaub der Erde dir beizutragen, denn nochmal, wir sind nicht getrennt. And so, yeah, there's just so many ways that we can incorporate relaxation into our day, even if we're busy. Und da gibt es so viele Arten und Weisen, wie du Entspannung hinzufügen kannst in deinem Tag, sogar wenn du total busy und gestresst und viel zu tun hast. It's just a matter of retraining yourself to do something different, right? Einfach nur eine Art, ne, dich wieder zu trainieren, etwas anderes zu tun, als du es immer machst. How different can you be today with relaxation? So wie anders kannst du heute sein, wenn es zur Entspannung kommt. I love that. Yeah. Now we have a bird with us saying like, hi. I know. Und jetzt hat er gesagt, hallo, was geht denn hier ab? I just love how nature does that and contributes, and it's just so beautiful. But Ja, if you're distracted, you won't notice that stuff. ja, like, ich mag, wie die Natur beitragt, ne, so, weil ne, so die Natur trägt einfach. I forgot what you said. Oh, well, it's like we get so busy in our lives and we get so distracted that we don't hear that stuff. We don't notice that there are elements of the universe contributing to us all the time. Und das ist, wenn du so gestresst bist und so viel zu tun hast, dann kriegst du oft gar nicht mit die Elemente, die dir beitragen möchten, weil du so abgelenkt bist mit dem, was du tust, dass das, was um dich rum ist, ne, dass du den Beitrag verpasst, der für dich da ist, ja. So really take those moments to be present with everything around you, and that will allow for relaxation too. So you're not shutting it out. Nimm dir den Moment, wo du einfach, ne, präsent bist mit dir und deinem Umfeld und wahrnehmen kannst, was los ist. Und dann, ne, trennst du dich, ne, lässt du das nicht raus, sondern lässt es wirklich rein, ja? Yes. Totally. That's amazing. Thanks, Birdie. That was really cool. Danke, Vogel. Das war jetzt wirklich genial. Thank you. So, ja. So, If you have questions, so wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Es wird in Köln sein. Raum sind wir auf der Suche. Und yeah, I'm looking forward to bring Australia to Germany. I wonder what else is possible. yeah, Ich freue mich schon, Ja. nach Australien nach Deutschland zu bringen. So was ist da sonst noch möglich, ja? I'm very excited because I've spent one day in Germany a long, long time ago. So, und die Danielle freut sich auch, weil sie hat bisher einen einzigen Tag in Deutschland verbracht und das ist eine sehr lange Zeit schon her. So. So yeah, it'll be nice to spend more time and have a play there. Ja, und ich freue mich schon, da mehr Zeit zu verbringen und da zu spielen. Awesome. And we will also put the link in the comments with the link to this class too, so that you can sign up.
if Ja. it's light. Und wenn es leicht für dich ist, dann melde dich gerne an für den Kurs. Wir werden den Anmeldelink in den Kommentaren posten. Beautiful. So, thank you, Thank Daniela. you. Thanks for having me on. Danke, dass du mich eingeladen hast und danke alle, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns bald. Ciao. Bye.